30%? 30% APY auf Stablecoins? Ne, das glaube ich nicht. Da muss doch ein Fehler sein, oder? Wollen wir uns mal auf die Suche begeben nach den besten Stablecoin Opportunities? Heute starten wir auf dem Polygon-Netzwerk mit der ersten Folge Opportunities im Bereich Stablecoin. Und ich werde am Beispiel von CrowdSwap zeigen, wie CrowdSwap euch bereits unterstützt, wenn ihr Opportunities wahrnehmen wollt. Und als Schmankerl zum Ausblick zeige ich euch, wie genau dieser Prozess, den wir heute durchführen, zukünftig mit CrowdSwap unterstützt wird. Dann wird DeFi wirklich einfach. Also bis gleich nach dem Intro. Heute schauen wir uns eine Opportunity auf dem Polygon-Netzwerk an. Wir sind hier bei Beefy Finance und der Stablecoin-Pool mit der höchsten Liquidität, nämlich 30 Millionen, ist MyUSDC. Beides Stablecoins und wie ihr sehen könnt, gibt es dafür aktuell 8,29% APY. Jetzt wird der eine oder andere gleich abschalten wollen, weil er hat ja versprochen 30% APY. Also schauen wir uns das Ding mal etwas näher an, werfen vorher aber noch einen Blick auf eine schöne Opportunity, zum Beispiel USDC und USDT, die lediglich 1,14% rentiert. Also sind wir hier mit 8,29% nach allen Kosten doch ganz gut dabei. Und um eure Frage zu beantworten, warum ist denn diese Opportunity eine 30% APY Opportunity? Dafür müssen wir uns das letzte Jahr anschauen. Und wie wir sehen können, hier die untere horizontale Linie ist 25%. Diese Opportunity lag doch sehr, sehr lange über 25%. Jetzt mag der ein oder andere sagen, okay, sieht aus, als würde es gegen Null tendieren. Das wird sich zeigen. Wir können aber festhalten, dass eben die Prozentzahlen für Stablecoin-Pools nach unten geht, wenn sozusagen risikoaverses Verhalten in den Markt kommt. Und aktuell ist der Markt nicht wirklich rosig. Deswegen sinken auch die Prozente. Sollte aber wieder steigen, wenn alle wieder etwas zuversichtlicher werden. Insofern auf ein Jahr betrachtet, APY, ist diese Opportunity durchaus interessant. Kommen wir zu den Risiken. Also Stablecoin-Pools haben für gewöhnlich keine großen Risiken, weil sie ja gleich gewertet sind und auch keine große Performance in die eine oder andere Richtung zeigen. Allerdings im Gegensatz zu USDC, was schwerpunktmäßig mit Assets außerhalb der Kryptowelt gebackt ist, ist Mai ein algorithmischer Stablecoin. Das heißt, dieser Stablecoin wird mit einem sogenannten Krypto-Basket gebackt und wie ihr wisst, ist Krypto sehr volatil. Insgesamt, wie aber auch die TVL zeigt, haben wir hier doch sehr viel Liquidität in diesem Pool. Über die letzten Monate auch eine hohe konstante APY gehabt. Insofern durchaus ein positives Rating hier für diesen LP. Jetzt schauen wir uns einmal an, wie der Prozess ist, damit wir unsere Assets in diesem oder unsere Stablecoins in dieser Opportunity letztendlich unterbringen können. Vielleicht noch eine kurze Info vorab. Ihr seht hier unten, wenn wir diese Opportunity wahrnehmen wollen, fallen auch Gebühren an. Also Einzahlungsgebühr und auch eine Performance Fee. Und diese Performance Fee ist allerdings zu eurer Information von der APY, die hier oben angezeigt wird, schon abgezogen. Das heißt, Beefy Stakers bekommen 3% von der Performance, also vom Gewinn, den ihr letztendlich erwirtschaftet. Und dann gibt es noch ein bisschen was für die Treasury. Hier war noch ein für die Vault Developers und eine sogenannte Harvest Fee. Das heißt 4,5%, die allerdings hier oben schon abgezogen sind. Das heißt, eigentlich rentiert diese Opportunity sogar noch etwas besser.
Um diese Opportunity wahrzunehmen, brauchen wir also zwei Assets, nämlich einmal MAI und einmal USDC. Und das Ganze auch nicht losgelöst, sondern wir brauchen das schon als sogenannten Liquidity Pool Token. Was heißt das? Liquidity Pool ist eine Möglichkeit im DeFi-Bereich Liquidität für ein Tokenpaar zur Verfügung zu stellen. Das heißt, auf allen DEXs, wo ihr tauschen könnt, wird das über solche Tokenpaare oder Liquidity Pools gemacht. Um jetzt Liquidität für diesen Pool zur Verfügung zu stellen, damit wir den LP-Token bekommen, können wir hier ganz einfach auf Add Liquidity klicken und wandern dann zu QuickSwap, wo wir in dem Bereich der Pools sind und hier Liquidity hinzufügen können, nämlich für USDC und eben für MAI. Allerdings habe ich in meiner Wallet, wie ihr sehen könnt, bin ich schon verbunden, nicht genügend USDC und auch nicht genügend MAI. Insofern müssen wir diesen Zustand erstmal herstellen und das machen wir natürlich über CrowdSwap. Also bis gleich. Um letztendlich USDC und MAI auf Polygon zu bekommen, habe ich festgestellt, dass ich zunächst mal einige Assets bridgen muss auf das Polygon-Netzwerk. Und CrowdSwap unterstützt seit kurzem ja auch den Cross-Chain-Swap. Ich habe das Ganze hier schon mal voreingestellt, dass ich meine USDC von Binance Smart Chain auf Polygon überführen möchte. Dafür muss ich jetzt zunächst mal die Erlaubnis geben, dass USDC überhaupt verwendet werden kann. Und hier klicken wir einfach mal auf Confirm. Das Ganze sollte relativ schnell durch sein. Und anschließend möchten wir dann den Cross-Chain Swap mit USDC durchführen. So, das Ganze ist jetzt durch, der Approve hat funktioniert und jetzt kann ich diesen Swap, wie gesagt, durchführen. 5000 USDC werden hier überführt. Am Ende natürlich nach Abzug der Gebühren kommt ein bisschen weniger an, aber genau das ist durchaus okay. Es gibt hier Lösungen, die sehr, sehr viel teurer sind. Wir schauen uns hier auch nochmal an. Ja, die Gaskosten bleiben einfach so. Klickt das Ganze auf Confirm und dann sehen wir schon, dass die Transaktion übermittelt wurde und warten jetzt einfach darauf, dass diese Einzelschritte hier abgearbeitet werden. Aktuell ist die Cross-Chain-Lösung am Werk, das heißt, das Ganze ist initiiert auf der Binance Smart Chain. Wir können aber jetzt noch nicht damit rechnen, dass die Assets, also die USDC, auch schon auf Polygon angekommen sind. Das Ganze wird circa 1 bis 2 Minuten dauern. Insofern melde ich mich gleich wieder, wenn der Prozess abgeschlossen ist. Wie ihr sehen könnt, ist der Cross-Chain-Swap jetzt fertig. Die 4.993 USDC sind angekommen. Die UI ist auch schon ein wenig verbessert worden. Das heißt, wir haben hier den Start auf Binance Smart Chain gesehen, dann die Cross-Chain-Verarbeitung und letztendlich der Swap auf Polygon in das Ziel-Asset, nämlich USDC. Und ich schaue jetzt einmal, dass wir auch diese USDC getauscht bekommen in Mai. Ich habe das Ganze schon mal hier gewechselt wieder auf das Polygon-Netzwerk und ihr könnt jetzt hier sehen, USDC ist schon eingegeben. Ich habe jetzt auch ein bisschen mehr als 5000 hier zur Verfügung. Wir behalten aber im Hinterkopf 4900 und ein paar zerquetschte, 990 beispielsweise, die wir jetzt zur Hälfte, weil wir ja USDC und MAI zur Verfügung stellen müssen, in MAI tauschen. Crowd wäre auch eine gute Option, aber MAI ist unser Zieltoken. Und der Zieltoken heißt hier Mematic. Das Ganze ist zu beachten, kurz halt MAI. Und wir nehmen jetzt anstatt 2500, was ja die Hälfte von 5000 wäre, einfach 2490 USDC und tauschen die in Mematic. Und dann seht ihr schon, es ist nicht ganz 1:1, aber das haben algorithmische Stablecoins so an sich.
Beste Option, kennt ihr alles, wie bei CrowdSwap. An der Tagesordnung wird automatisch ausgewählt und dann klicke ich hier auf Swap und dann den USDC in Mimetic zu überführen. Hier wähle ich auf jeden Fall die höchste aller möglichen Ausführungsgeschwindigkeiten. Auf Polygon immer eine gute Wahl, da es auch nicht sonderlich viel kostet. Maximal 3 Cent. Mehr habe ich bisher auch noch nicht bezahlen müssen. Das Ganze läuft jetzt durch. Wir sehen jetzt hier auch, dass 2490 USDC für 2502 Mimetic getauscht wurden. Das heißt, wir sind jetzt präpariert dafür, dass wir Liquidität zur Verfügung stellen können. Und ich habe schon wieder zurückgewechselt zu QuickSwap, weil wir nämlich auf QuickSwap diese Liquidität zur Verfügung stellen müssen. Ihr seht jetzt auch hier, ich habe jetzt auch vernünftige Balances, 2500 plus USDC, genauso viel Mai. Und am besten ist es, dass ihr das Asset auswählt und das maximal zur Verfügung stellt, in welches ihr getauscht habt, weil dann könnt ihr sicher sein, dass ihr immer genügend USDC, also Ausgangsasset, auch zur Verfügung habt. Ihr müsst das Ganze jetzt hier approven. Das Ganze stellen wir hier jetzt nochmal ein, stellen das auch mal auf schnell, damit es hier im Video sehr schnell funktioniert. Können auch die nächste Transaktion jetzt hier schon aufrufen, Approve My, stellen das auch auf hoch, speichern das und bestätigen. Und jetzt müssen wir darauf warten, dass halt beide USDC und My approved werden, damit wir das Ganze dann auch in den Liquidity Pool stellen können. Das hat auch relativ schnell funktioniert, weil wir eben Gebührenprofis sind. Wer das nicht ist, kann das gerne nochmal im Bereich Learn nachlernen. Wir haben hier Max bereits ausgewählt, das heißt, wir klicken jetzt hier auf Supply. Gibt es nochmal eine Übersicht, was wir hier auch an sozusagen an Anteil am Pool bekommen, ist natürlich extrem gering, aber bei 30 Millionen machen 5000 jetzt nicht so viel aus. Bestätigen das Ganze und müssen das auch hier auf unserer Wallet wieder entsprechend priorisieren, damit die Transaktion auch in endlicher Zeit zu Ende geht. So, die Transaktion ist übermittelt und wir warten jetzt darauf, dass die Liquidität zur Verfügung gestellt wird. Und dann sehen wir, dass wir hier unten 2480 USDC und 2500 Mai zur Verfügung gestellt haben. Ein Anteil vom Pool von 0,008%, also wirklich nicht viel, aber das Ganze macht nichts. Trotzdem werden die Prozente auf die Gesamtsumme angerechnet. Und eben mit diesem USDC Mai sehen wir uns gleich wieder bei Beefy Finance. Zurück auf Beefy Finance, wo wir endlich unseren LP-Token haben. Ihr seht es hier, 0,0023, genau das, was QuickSwap uns angezeigt hat. Das werden wir jetzt hier überführen, und zwar indem wir das in dieser Opportunity anlegen. Zu eben genau diesen 8,29%, wo letztendlich die Performance Fee schon eingerechnet ist. Klicken hier auf Deposit All und das Ganze ist natürlich wieder mit einem Approval zu bestätigen. Auch hier geht es wieder darum, dass die möglichst schnell beendet wird, damit wir das Ganze hier auch noch unter 15 Minuten im Video unterkriegen. Zweite Transaktion, jetzt bestätigen wir tatsächlich, dass wir die LP-Token hier auf dieser Plattform anlegen wollen, um damit die 8,3% APY zu verdienen. Oder aber zukünftig natürlich auch noch eine ganze Menge mehr, weil ich davon ausgehe, dass die Prozentzahlen hier hinsichtlich APY doch deutlich wieder steigen werden. Warten jetzt ab, dass die Transaktion abgeschlossen wird und dann haben wir das Ziel erreicht, nämlich diese MyUSDC LP Vault zu investieren.
Kurze Meldung noch dazu, aber im Prinzip ist genau dieser Prozess jetzt abgeschlossen. Your Deposit sehen wir auch hier oben, ja, insgesamt 4.934 auf dem Weg. Gibt es natürlich immer ein paar Reibungsverluste, wenn man in DeFi mehrere Transaktionen durchführt. Wir werden das Ganze von Zeit zu Zeit beobachten. Jetzt zeige ich euch noch als Ausblick, wie CrowdSwap zukünftig vorhat, das Ganze zu unterstützen und wie es eventuell aussehen könnte. Also bis gleich. So oder so ähnlich könnte der Opportunities Tab in CrowdSwap demnächst aussehen. Ihr seht hier verschiedene Optionen, worin ihr investieren könnt, und findet natürlich auch die Opportunity wieder, die wir uns heute angeschaut haben. Nämlich hier Beefy My USDC als Yield Farming auf Polygon. Da haben wir noch 12,3%, aber das Ganze ist letztendlich irrelevant, da es sowieso nur ein Screencast ist. Ja, wenn ich das Ganze jetzt hier aber tatsächlich in Angriff nehmen möchte und hier investieren möchte, dann klicke ich einfach hier auf diesen Button und es öffnet sich ein Dialog, in dem ich definieren kann, okay, wie viel möchte ich denn überhaupt investieren und welche Assets möchte ich eigentlich aus meinen Wallets oder meiner Wallet dafür verwenden. Und hier ist ein ähnliches Beispiel mal aufgezeigt, wie wir es gerade durchgespielt haben. Wir haben von Binance Smart Chain zwar USDC, aber hier in dem Beispiel ist es USDT über Cross-Chain mittels CrowdSwap in USDC auf Polygon überführt. Anschließend haben wir dann die Hälfte davon in Mai getauscht, haben zusammen USDC und Mai auf QuickSwap als Liquidität zur Verfügung gestellt und anschließend auf Beefy Finance den LP-Token hinterlegt. Und das Ganze findet ihr hier in einem einfachen, übersichtlichen Prozess dargestellt. Es gibt, wie ihr sehen könnt, hier auch noch mehrere Optionen, dass ihr von anderen Chains, aus anderen Token das Ganze letztendlich wahrnehmen könnt, und CrowdSwap ermittelt dann immer die beste Route und teilt auch euer Investment dann entsprechend auf die einzelnen Schritte auf. Also wenn ihr hier mit 10.000 anfangt, dann wird irgendwann der 50-prozentige Swap in Mai irgendwas knapp unter 10.000 sein, weil es ja gewisse Kosten hier auch noch gibt, die bezahlt werden müssen. Wenn ihr das Ganze dann durchführen wollt, klickt ihr hier einmal auf Confirm und dann seht ihr eine Abfolge der verschiedenen Transaktionen. Ja, die erste Transaktion wird direkt ausgeführt, müsst ihr in eurer Wallet nochmal bestätigen. Die zweite Transaktion ist dann der Swap in Mai. Das Ganze wird bestätigt, auch nochmal in der Wallet. Dann gibt es ein Confirm für Add Liquidity. Ihr stellt also USDC und Mai auf QuickSwap zur Verfügung. Alles klar. Und dann zum Schluss der LP-Token muss auf Beefy Finance in den Pool angelegt werden. Wenn das Ganze durch ist, dann seht ihr hier in der Prozesshistorie noch einmal ganz genau, was ihr ausgeführt habt. Sicherlich kann sich die UI hier nochmal ändern. Wäre auch schön, wenn man sehen könnte, wie viel USDT hier als Ausgang sozusagen eingegeben wurden, welche Reibungsverluste hier entstanden sind. Aber wie gesagt, das ist ein Ausblick und soll euch zeigen, wie zukünftig das Ganze sehr viel einfacher und übersichtlicher von euch wahrgenommen werden kann. Weil wir doch jetzt auf dem Prozess, den wir manuell durchgeführt haben, viele Wechsel der verschiedenen Plattformen hatten. Demnächst wird das ganz einfach aus einer App, nämlich aus der CrowdSwap App, funktionieren. Und ihr könnt immer wieder auf diese Historie letztendlich zurückkommen. Das war also der Auftakt zu 30% APY in Stablecoins. Wir haben uns heute eine Opportunity auf Polygon angeschaut und werden diese auch weiter beobachten. In den nächsten Wochen haben wir weitere Opportunities in diesem Bereich, die wir uns auf verschiedenen Plattformen anschauen, vielleicht auch auf unterschiedlichen Chains. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch bitte einen Kommentar hier und sag uns, was du gerne noch sehen möchtest. Ein Like wäre natürlich auch immer toll. Ich bin raus, Crowd out.